Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei TuS Kocht eingeschaltet habt. Ich freue mich ganz arg, euch wiederzusehen auf meinem Kanal. Ich möchte da auch gar nicht lange reden und beginne sofort mit dem Rezept mit einem Upside-Down-Kuchen mit Grapefruit. Der ist so saftig und lecker und natürlich auch einfach. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu Grapefruit, Zucker und Grapefruitsaft. Die Grapefruit werde ich in Scheiben schneiden. Da aber das ja keine Bio-Grapefruit ist, werde ich die Schale auch erstmal wegnehmen. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Hours getting late. I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing. Drunken nights and Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. Als nächstes gebe ich Grapefruitsaft und den Zucker in den Topf und werde es erhitzen. Sobald sich der Sirup etwas abgekühlt hat, gebe ich dann die Scheiben hinein. Lass jetzt circa 5 Minuten die Scheiben dann darin ziehen. Nach circa 5 Minuten nehme ich jetzt die Scheiben heraus, habe jetzt hier auch einen Backrahmen mit einem Durchmesser von 26 cm vorbereitet und werde dann die darin schön belegen. So sieht der Kuchen schon richtig hübsch aus. Stelle es aber jetzt zur Seite und den Sirup und beginne dann mit dem Teig. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch dann. Für den Teig braucht ihr Butter, Zucker, Eier, Mehl, Speisestärke, Backpulver, dann Grapefruitsaft und Vanilleextrakt. Die Butter und den Zucker gebe ich jetzt in die Küchenmaschine und verrühre es. Gebe jetzt auch den Vanilleextrakt hinzu.
Eier gebe ich dann auch nach hinzu. Die Speisestärke gebe ich jetzt auch in das Mehl hinein und Backpulver und vermische das Ganze und gebe das dann löffelweise in die Eiermischung hinein. Wenn er zu fest ist, gibt einfach noch mal 1 bis 2 Esslöffel von dem Grapefruitsaft dann hinzu. Ich gebe jetzt den Teig in die Form hinein. So. Den Teig habe ich jetzt schön glatt gestrichen, habe den Backofen auch bereits schon vorgeheizt, 180 Grad Ober-Unterhitze und gebe jetzt den Kuchen für ca. 1 Stunde in den Backofen. So sieht jetzt der Kuchen aus. Ich habe den bereits auch nach 50 Minuten schon herausgenommen, anstatt nach 1 Stunde. Am besten, ihr macht aber die Stäbchenprobe, dann wisst ihr genau, ob er fertig ist oder nicht. So, der Kuchen ist auch bereits schon abgekühlt. Jetzt werde ich ihn umdrehen. Löse den Kuchen vom Rand. Bestreiche ich dann noch mit dem restlichen Sirup. Den Kuchen werde ich jetzt noch anschneiden. Richtig schön und richtig lecker. So, jetzt kommt der Taste-Test. Etwas leicht bitter, eben von den Grapefruits, aber richtig lecker und saftig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und bis zum nächsten Video. Also, ich freue mich auf euch. Tschüss!